David ist ein echter Ladykiller. Und ich weiß nicht, wie vielen meiner Freundinnen er schon das Herz gebrochen hat. Echt? Das hätte ich bei ihm ja gar nicht gedacht. Nee, er macht es ja auch nicht aus böser Absicht. Es ist einfach nur, dass... Ich glaube, er ist einfach nicht bindungsfähig. War sie schuld an seinem Tod? Was denn jetzt, ja oder nein? Jetzt mach dich doch mal locker. Du sagst mir jetzt lieber, was du hier willst. Willst du vielleicht ein paar Fotos von Olli machen, ne? Und die im Boxclub rumzeigen? Damit alle darüber lachen können, wie schlecht es der Schwuchtel geht, ne? Ist jetzt komplett durch, oder was? Ich hab einfach keinen Bock mehr auf euch, also verpiss dich hier! Hör mir doch erst mal zu. Was mit Olli passiert ist. Ich finde das total krass. Es tut mir echt leid. Wie kommt denn die plötzliche Sinneswandlung? Ich weiß, dass Olli fast gestorben wäre, nur weil Axel Schwule hasst. Und weil er gegen dich die Meisterschaft verloren hat. Ich bin froh, dass du ihr das endlich schnallt. Ich habe schon gedacht, ihr werdet so vernagelt und findet es toll, was dieser Vollidiot mit Olli gemacht hat. Ich finde es überhaupt nicht gut, was Axel gebracht hat. Das heißt, du willst uns helfen? Kai. Hast du es dir überlegt? Willst du doch gegen Axel aussagen? Ihr wisst doch, wie das ist, der Zusammenhalt im Club. Wenn ich das wirklich bringe, dann bin ich der Nächste, der hier liegt. Du hast doch selbst gesagt, dass du es scheiße findest, was Axel mit Olli gemacht hat, oder? Du bist so arm. Sorry. Ich habe wirklich gern was für euch getan. Und ich habe echt gedacht, du hättest es endlich gescheckt. Du bist so unglaublich feige. Jetzt sag's uns, Annegret, was hatte Tanja mit dem Tod ihres Bruders Du zu tun? sagst gar nichts. Thomas, mein kleiner Sonnenschein, er wäre nicht Halt den Mund! gestorben, Was soll das hier alles? Seht ihr nicht, dass sie ihre Ruhe haben will? Ich hab eher den Eindruck, deine Mutter hat einen ziemlichen Redebedarf, Tanja. Weil du sie abgefüllt hast. Ansgar hat nichts damit zu tun. Ihre Mutter hat aus Verzweiflung wieder angefangen zu trinken und fragen Sie jetzt bitte nicht, warum. Komm, du brauchst frische Luft. Aber Kind, Komm jetzt! Lassen Sie Ihre Mutter sofort los. Misch dich nicht ein. Sehen Sie nicht, in was für einem Zustand sie ist. Sie gehört in ein Krankenhaus. Ich weiß ja wohl am besten, was meine Mutter jetzt braucht. mein kleiner Thomas wäre nie gestorben, Wenn was, Annegret, sag's uns. Du hältst die Klappe. Du weißt eh nicht mehr, was du faselst. Tanja, Ich bin deine Mutter. die Familie, da geht's ans Eingemachte, was? Würde mich nicht wundern, wenn du noch ein paar Leichen im Keller hättest. Du hast was mit dem Tod deines Bruders zu tun, gib's doch zu. Zumindest warst du dabei, so viel ist schon mal sicher. Und jetzt hast du Angst, dass deine Mutter nach all den Jahren die Wahrheit ausplaudert. Ist schon unangenehm, was? Das Einzige, was hier unangenehm ist, bist du. Du und deine ganze Sippe. Und deine nicht vorhandene Selbstbeherrschung. Jetzt komm, Mutter. Lass mich! Komm. Lass mich! Dr. Becker war gerade da und er sagt, der Druck in Ollis Gehirn ist völlig normal. So wie es aussieht, hat er echt Schwein gehabt. Keine Folgeschäden. Weißt du, wie froh ich darüber bin, Schätzchen? Ja, und dann hat Olli gerade auch noch ganz speziellen Besuch gehabt. Ich weiß gar nicht, was der hier wollte. Kai, so ein Typ aus dem Boxclub. Der könnte eigentlich gegen Axel aussagen. Will aber nicht. Dieser Arsch ist einfach nur zu feige. So ein Schwachsinn. Ach, der Zusammenhalt im Boxclub. Lass ihn. Hauptsache, Olli wird wieder gesund. Du weißt, dass du das Handy hier eigentlich nicht anhören darfst. Ich mach's gleich aus. Wenn du willst, bringe ich dir später was Leckeres zu essen mit. Xavier hat schon ein paar Mal nach dir gefragt. Darauf kann ich mir ja echt was einbilden. Ja dann, hol ich uns doch erstmal was zu trinken aus der Cafeteria. Ne? Ich bin gleich wieder da.
Annegret, was ist damals passiert? Du kannst jetzt dein Gewissen erleichtern. Gar nichts wirst du. Komm, Mutter. Moment, Tanja, gib endlich auf. Es ist doch ohnehin nur noch eine Frage der Zeit, bis wir rauskriegen, was damals passiert ist. Ihr werdet gar nichts rausfinden und es geht euch einen Scheißdreck an. Leonhard, schön, dass du kommst. Würdest du bitte Frau Wittkamp hier untersuchen? Ich glaube, sie hat eine Alkoholvergiftung. So ein Schwachsinn. Frau Wittkamp, Sekunde mal. Frau Wittkamp, wie geht es Ihnen? Ich weiß Lass nicht. deine Finger von ihr. Komm, Mutter, wir gehen. Moment. Was ist hier los? Unsere einzige Chance, Tanja loszuwerden, torkelt hier gerade vom Schloss. Und das werde ich nicht zulassen. Warum sagst du Lydia nicht einfach, dass du dich in ihren Bruder verknallt hast? An so eine Informationsquelle muss man erst mal kommen. Weil sie Davids Schwester ist? Was ist, wenn sie sich vor ihm verplappert? Das wäre ja wohl mega peinlich. Außerdem kennen David und ich uns gerade mal ein paar Tage. Vielleicht findet er mich ja auch total bescheuert und kindisch. Oder vielleicht oberschnuckelig. Jetzt zieh dich doch mal an. Also, wenn ich ein Typ wäre. Mann, das sieht doch irgendwie komisch an mir aus, oder? Also, wenn du damit vor die Tür gehst, rennt dir sicherlich die halbe Düsseldorfer Männerwelt hinterher. Kannst dir dann zufällig erwähnen, dass das Kleid von einer ambitionierten Jungdesignerin ist. Entschuldigung bitte, ich wollte nur kurz mein Hemd holen. Hey, warte mal. Deine Meinung ist gefragt und bitte sei ehrlich. Wie findest du das Kleid? Steht es mir, ja? Ja, klar. Siehst du, er findet es total bescheuert. Nein. Wirklich, du siehst absolut toll darin aus. Hoffentlich findet David das auch. Lydia meinte, er wäre mehr der Jäger und Sammler. Aha. Also sie glaubt, ihr Bruder sei nicht beziehungsfähig. Aber vielleicht hat er ja nur noch nicht die richtige getroffen. Ja, weißt du, Judith? Jedenfalls sollte ich ihn nicht zu offensichtlich anschmachten. Das findet er bestimmt nicht cool. Am besten mache ich erstmal einen auch zurückhaltend. Ja, obwohl, auf der anderen Seite, vielleicht denkt er dann, dass ich ihn total bescheuert finde und nichts mit ihm zu tun haben will. Glaubst du, er könnte das irgendwie falsch verstehen? Was weiß ich denn, wie dieser Typ tickt? Außerdem steigt bei euch Frauen doch sowieso keiner mehr durch. Schon okay, ich sag nur... Nein, Judith. Ich habe im Moment einfach keinen Kopf für deinen Quatsch. Außerdem habe ich gleich ein Vorstellungsgespräch für ein Redaktionspraktikum. Okay. Du bist einfach zusammengesackt. Das war furchtbar. Angelo hat dann gleich den Notarzt gerufen. Wo bleibt denn Christian? Der wird gleich kommen. Wahrscheinlich ist es voll in der Kantine. Du findest das auch seltsam, oder? Ich? Wieso sollte ich? Olivia, wo wollte Christian hin? Ich weiß es nicht. Aber die SMS, die er gerade bekommen hat, die war von Kai. Was stand da drin? Ich habe keine Ahnung, ich habe nur den Namen gelesen. Scheiße. Oliver, du sollst dich nicht aufregen. Das tue ich aber. Weil Christian definitiv nicht in die Cafeteria gegangen ist. Jetzt mach dir mal keine Sorgen, er wird schon keinen Mist bauen. Das haben wir schon hinter uns. Na ja, als du ins Krankenhaus gekommen bist, da hat Christian Axel mit einem Baseballschläger aufgelauert. Ich bin gerade in der letzten Sekunde noch dazugekommen und konnte verhindern, dass du das Ding benutzt. Und was ist, wenn Kai und Axel jetzt Christian auflauern? Wenn die ihn in eine Falle gelockt haben? Axel hat Christian schon mehr als einmal gedroht, dass er ihn platt macht, wenn Christian nicht die Füße stillhält. Christian, das ging aber schnell. Was gibt's denn so Dringendes? Ich meine, wir haben eine Überraschung für dich. Hast du es immer noch nicht geschnallt? Schwuckenfreie Zone. Das hätte ich mir gleich denken können. Was wird das jetzt hier, hä? Alle gegen einen? Lass ihn in Ruhe. Was soll das denn jetzt? Hast du ans andere Ufer gewechselt, oder was? Ich glaub's nicht. Du hast mich verpfiffen, ich polier dir die Fresse! Immer mit der Ruhe. Sind Sie Axel Grossmann? Und wenn schon? Uns liegt eine Zeugenaussage vor, dass Sie Oliver Sabel mit dem Schlagstock zusammengeschlagen haben sollen. Hat der Wichser euch das da erzählt? Der lügt doch. Oder, Jungs? Die Ermittlungen gegen Sie, Herr Grossmann, wegen schwerer Körperverletzungen werden wir deshalb wieder aufnehmen. Verdammt, was mache ich jetzt mit dir? Glotz mich nicht so an. Du kannst nicht in Düsseldorf bleiben. Nach Königsbrunn kannst du erst recht nicht zurück. Ich werde deinem Mann nichts über Thomas.
sagen? Noch ein Wodka mehr, du weißt doch gar nicht mehr, was du redest. Kenn ich noch gut genug. Nein. Ich rühre keinen Tropfen mehr an. Versprochen. Tanja, es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wollte dich doch nicht in Schwierigkeiten bringen. Es ist schlimm genug, dass du überhaupt hier aufgetaucht bist. Und dann fängst du auch noch mit den alten Geschichten an. Ausgerechnet vor Ansgar. Kannst du nicht einmal im Leben was richtig machen? Bin echt mal gespannt, wo Tanja ihre Alte jetzt hinbringt. Mich tut sie ihr nichts an. Zuzutrauen wäre es ihr. Wahrscheinlich haben wir genau ins Schwarze getroffen. Tanja hat den Tod ihres Bruders verschuldet und Annegret ist die einzige Zeugin. Die Alte uns das bestätigen kann, dann haben wir endlich mal was in der Hand, um Tanja fertig zu machen. Ist sie auch noch mal grün? Warum bist du überhaupt hier aufgetaucht? Oh, ich habe so sehr gehofft, dass wir zwei... Dass wir uns in die Arme nehmen nach allem, was war? Sag mal, hast du kompletten Realitätsverlust? Entschuldigung, aber wenn ich das alles gewusst hätte... Ich habe mir mein eigenes Leben aufgebaut. Und es ging mir verdammt gut damit. Bis du aufgetaucht bist. Aber eins schwöre ich dir. Ich werde mir das von dir nicht kaputt machen lassen. Bring mich zum Flughafen. Ich nehme den nächsten Flieger zurück auf die Kanaren. Ja, ich lass dich für immer in Ruhe. Dafür ist es zu spät. Ansgar wird dich suchen lassen. Und er wird dich finden. So viel Geld hat er. Ist das nicht sein Wagen? Wir müssen Annegret da rausholen, bevor Tanja komplett ausrastet. Was macht die denn jetzt? Verdammter Mist, ich glaube, die hat uns entdeckt. Scheiße! Ja, und gute Besserung. Keine bleibenden Schäden? Darauf müssen wir anstoßen. Auf meine Rechnung. Machst du mir eine Cola? Auftrag ausgeführt. Das Materiallager ist tipptopp aufgeräumt. Es war echt super, dass du für mich eingesprungen bist. Ich wäre wirklich nicht in der Lage gewesen. Kein Thema. Und eurem Freund? Wie geht's ihm? Alles im grünen Bereich, er hat's überstanden. Dann hat sich mein Einsatz doch gelohnt. Machst du deinem Bruder auch was zu trinken? Ich lasse mich ja sonst nicht von Frauen einladen, aber ausnahmsweise, ich nehme auch eine Cola. Konstantin! Olli ist wieder wach. Super. Ja, und wie war dein Vorstellungsgespräch? Nicht so doll. Och Mann. Trinkst du trotzdem was mit uns? Lass mal, ich bin mit Putzen dran. Konstantin war irgendwie total komisch. Voll abweisend. Lag das jetzt an dem verpatzten Vorstellungsgespräch oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Sie können mir doch überhaupt nichts nachweisen. Das werden wir ja noch sehen. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Vor allem mit dem da. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ihr Kameradenschwein. Also, nach deiner SMS habe ich ja mit allem gerechnet, aber nicht damit. Hat ja auch lange genug gedauert, bis ich gemerkt habe, dass man so einen Typen nicht frei rumlaufen lassen kann. Ist schon okay. Ich kann schon verstehen, dass du so lange gezögert hast. Ich weiß ja mittlerweile selber, wie es ist, wenn man sich mit den Typen hier anlegt. Glaub mir, die Jungs sehen das genauso wie ich. Okay. Also, wenn ich Olli das erzähle, ich werde dann mal wieder zurück ins Krankenhaus. Warte. Wir würden uns freuen, wenn du wieder hier trainierst. Obwohl ich mit dem Mann zusammen bin. Das ist deine Privatsache. Du hast bewiesen, dass du ein guter Boxer bist und darauf kommt's an. Also, wie sieht's aus? Ich glaube, da brauche ich nicht lange überlegen. Willkommen zurück im Team. Danke euch.
Ätzen, nicht wegätzen. Ich dachte nur wegen der Kalkflecken. Gegen Kalkgift Essig. Altes Hausrezept. Hier, das sieht doch gut aus. Jetzt zeig ich dir mal, wie du ein Bad in 10 Minuten blitzeblank bekommst. Das schaffe ich auch alleine. Keine Widerrede. Komm, sei ehrlich, du hast doch nie einen Schwamm in der Hand gehabt, oder? Ich frage mich die ganze Zeit, wo Tanja mit ihrer Mutter hin wollte. Sie war vollkommen panisch. Ja. Und Tanja ist, weiß Gott, niemand, der schnell die Nerven verliert. Wahrscheinlich ist sie tatsächlich schuld am Tod ihres Bruders. Ich würde ihr sogar zutrauen, dass sie ihrer eigenen Mutter was antut. Ja, ich auch. Da können wir wohl nur hoffen, dass Ansgar und Natalie sich schnell finden. Natalie. Und, habt ihr sie? Nein, sie hat uns abgehängt. Und jetzt? Setzen wir die Suche fort. Ich melde mich. Ja, tu das bitte. Tanja, was hast du vor? Ich komme dir nicht mehr in die Quere. Ich verspreche es. Du bist doch meine Tochter. Ich wollte immer nur das Beste für dich. Das Beste. Das Beste wäre gewesen, wenn damals nicht Thomas, sondern du gestorben wärst. So, im Grunde ist es ganz einfach, ein Bart zum Strahlen zu kriegen. Dich vielleicht wenigstens einmal zum Lächeln? Mal sehen. I didn't hear what you were saying. I live on raw emotion, baby. I answer questions, never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to save me? I never would have made it, babe. If you needed love, well then ask for love. Could have given love, now I'm taking love. And it's not my fault, cause you both deserve what's coming now. So don't say your words. Wake up, call, caught you in the morning with another one in my bed. Don't you care about me anymore? Do you care about me? I don't think so. 6 foot tall, came without a warning, so I had to shoot him dead. He won't come around here anymore. Come around here, I don't think so. Would have been to make you happy. You didn't need to treat me that way. And now you beat me at my own game. And now I'm finally sleeping sounding. And your love is screaming loud. Du kannst echt stolz auf dich sein. Ja, ohne dich hätte ich das Hättest natürlich... du das genauso locker geschafft. Ja, schon klar. Komm jetzt die Küche, ja? Spinnst du? Jetzt ist erstmal Pause angesagt. Außerdem lohnt es sich erst, die Küche sauber zu machen, nachdem ich gekocht habe. Wir können auch im No Limits essen gehen. Du kennst meine Tortellini alla Panna noch nicht. Okay. Was muss ich einkaufen? Du? Wir? Ich komme natürlich mit. Die wollen alle, dass ich wieder im Club trainiere. Und ich hatte schon totalen Schiss, dass Axel dich jetzt auch noch in die Mangel nimmt. Sag mal, woher wusstest du eigentlich, wo ich bin? Zum Glück habe ich eine ziemlich neugierige Cousine. Ach. Olivia hat mitbekommen, dass die SMS von Kai waren. Da konnte ich 1 und 1 zusammenzählen. Du hast mich angelogen. Ja, es tut mir leid, aber das Wichtigste ist ja wohl, dass die Typen im Club es doch noch gerafft haben und Axel der Polizei übergeben haben, oder? Der Kampf, der war zwar 1000-mal härter als der gegen Axel, aber er hat sich gelohnt, denn du bist wieder gesund. So schnell wirst du mich nicht los. Ja. Aber du kannst auf jeden Fall mal Olivia danken, weil hätte sie mich nicht zurückgehalten, hätte ich Axel fertig gemacht. Das hattest du echt vor? Ja, ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Tja, aber... Das muss wahrscheinlich daran liegen, dass ich dich unglaublich liebe.
Also, nochmal wegen Mama. Ich weiß, wie schlimm es für dich ist, dass sie mit Sebastian im Bett war. Schlimm? Das ist nett gesagt. Es war das allerletzte. Auf jeden Fall geht es Mama. Es interessiert mich nicht. Ich will es nicht hören. Okay, wie du meinst. Ich bin gleich wieder da. Hey, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Konstantin hat das erste Mal in seinem Leben eine Wohnung geputzt. Du Petze. Und es ist richtig gut geworden. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt folgt Schritt 2 in die Unabhängigkeit. Kochen. Also auf zum Supermarkt. Hey Judith, Konstantin. Und wie sieht es aus mit dem Konzert? Hast du Lust? Nee, Und was mache ich jetzt mit der zweiten Karte? ich bin mir sicher, du findest eine nette Begleitung. Ich wüsste da schon eine. Aber ob die Lust hat, mitzugehen? Wir müssen dann aber auch gleich los. Du wirst es echt nicht bereuen. Die Band ist super. Was ist? Ihr habt sie nicht gefunden. Wie vom Erdboden verschluckt. Ja, was machen wir jetzt? Tanja! Lass uns doch bitte vernünftig miteinander reden. Wenn die nicht gleich die Klappe hält. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass aus dir noch ein guter Mensch wird. Ausgerechnet du wagst es, über mich zu urteilen. Wir müssen die Polizei verständigen. Klar. Und was sag ich denen dann? Entschuldigung, ich habe Angst, dass meine Frau ihre Mutter umbringt? Weißt du, was dann passiert? Nachdem wir Streit mal die harmonische Familie vorgespielt haben, sind wir das Sorgerecht für Hannes doch noch los. Und dieses Risiko gehe ich nicht ein. Ich weiß, wie sehr du dir deinen Sohn zurückwünschst. Aber mein Gefühl sagt mir, dass Tanja völlig außer Kontrolle ist. Annegrets Leben steht auf dem Spiel. Du musst auch mich verstehen. Du warst ein sehr, sehr schwieriges Kind. Vater und ich, wir hatten oft keine Möglichkeit, dir beizukommen. Hör jetzt auf! Aber ich habe immer versucht, dich zu beschützen. Weil ich dich liebe. Sprich du doch nicht von Liebe.